Welcome back und herzlich willkommen zu unserer nächsten Diskussionsrunde live aus dem Ligna Forum Digital. Wir begrüßen jetzt live on stage unsere Runde zum Thema Robotik in der Holz- und Möbelindustrie und ich würde Ihnen gerne unsere Sprecher auf der Bühne kurz vorstellen. Bitte begrüßen Sie jetzt mit mir gemeinsam Herrn Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer VDMA Robotik und Automation, der die Diskussionsrunde leiten wird, Herrn Martin Eigenstädter, Projektingenieur der Tischlerei Eigenstädter, Herrn Ottwin Kleinschmidt, Division Manager Vertrieb Dach von der Yaskawa Europe und Herrn Achim Gauss, Geschäftsführer der Zimmer Group. Freuen Sie sich auf die interessante Diskussionsrunde. Bitte schön. Danke. Ja, willkommen zu unserem Talk heute Robotik in der Holz- und Möbelindustrie. Mein Name ist Patrick Schwarzkopf. Ich bin Geschäftsführer vom VDMA Fachverband Robotik und Automation in Frankfurt am Main. Wir haben über 350 Mitgliedsunternehmen, die Roboter herstellen, Roboterlösungen, Roboterkomponenten, Bildverarbeitung, auch Produkte für die Montage, also Integrated Assembly Solutions. Aber es geht nicht so sehr um mich, es geht um die drei tolle Panelisten heute. Ich begrüße die Podiumsteilnehmer. Es ist in der Mitte Martin Eigenstädter, ist Geschäftsführer. Nee, nicht wirklich, aber was egal. genau? Mitinhaber? Mitinhaber der Tischlerei Eigenstädter in Rehna, ganz im Norden. Ottwin Kleinschmidt, hier direkt zu meiner Linken, Division Manager Vertrieb Dach von Yaskawa Deutschland und Achim Gauss, Geschäftsführer der Zimmer Group in Ettlingen. Die vertretenen Unternehmen decken sehr unterschiedliche Bereiche ab, was natürlich für unseren Talk ganz gut ist heute. Das Handwerk, das Robotik einsetzt, einen der großen Roboterhersteller der Welt und ein Anbieter von Automationskomponenten mit auch ausgezeichneten Integrationsfähigkeiten. Wir haben es mit unterschiedlichen Trends zu tun, wenn wir auf die Robotik in der Holz- und Möbelindustrie schauen. Insgesamt und im Besonderen für die Holz- und Möbelindustrie. Wir erleben, was wir die Demokratisierung der Robotik nennen oder einfacher gesagt die Robotik für alle. Also es wird immer einfacher, Roboter zu bedienen. Es wird auch revolutionär einfacher in manchen Anwendungen, also, was man überhaupt keine Programmierung mehr braucht. Das nennt man dann die sogenannte No-Code-Robotics. Das senkt die Hürden für den Einsatz und gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen und das Handwerk. Aber auch in den großen Produktionsstätten spielt die Robotik natürlich zunehmend eine große Rolle. Aber auch hier geht es um Flexibilität, Losgröße 1. Man möchte ein individuelles Produkt herstellen zu den Kosten eines, sagen wir mal, massenproduzierten Produktes. Und natürlich geht es um die Dauerbrenner, Produktivitätsverbesserung, Qualitätssteigerung und Kostensenkung. So, wir sehen auch eine deutliche Erweiterung der Fähigkeiten der Roboter mit Sensorik, mit Bildverarbeitung. Roboter lernen zu sehen. Wir haben Technologien des maschinellen Lernens, also der KI, die Fähigkeiten erweitern, die IoT, Internet of Things, Vernetzung in der Smart Factory und vor allem auch Simulationstechniken, sowas wie einen digitalen Zwilling. Also heute wollen wir den Firmen die Gelegenheit geben, ihren Ansatz vorzustellen. Das machen wir mit 3 Minuten Eingangsstatements. Und wir fangen an mit Herrn Eigenstädter. Das ist eine typische Schreinerei, die es vor einigen Jahren gewagt haben, einen richtig großen Industrieroboter anzuschaffen. Das war, glaube ich, ein sehr mutiger Schritt. Neue Dinge, die möglich werden hierdurch. Und man hat sich da doch eine bedeutende Robotik-Expertise erarbeitet. Herr Eigenstädter, wollen Sie sich kurz vorstellen und die Tischlerei Eigenstädter? Ja, ich bin Martin Eigenstädter und es ist tatsächlich so, wir sind hier der Zwerg auf der Bühne, wir sind eigentlich eine relativ normale Tischlerei und wir sind vor einem knappen Jahrzehnt den Weg Fräsen mit Robotern gegangen. Das ist ja relativ unüblich. Also die klassische Anwendung von einem Roboter ist ja eigentlich Handhabung, Pick and Place, irgendwie so. Und wir führen halt ein Werkzeug zum Werkstück und am Werkstück entlang. Zum Bearbeiten? Zum Bearbeiten. Man nennt es Tool-to-Part. Gibt es auch die Alternative Part-to-Tool, werden wir nachher vielleicht im Video noch sehen. Ja, wollten Sie jetzt die... Genau, wir haben eine kleine Slideshow vorbereitet. Weiß ich, läuft die schon im Hintergrund oder kann man die kurz abspielen?
Läuft, okay. Läuft. Können wir nicht kommentieren, weil wir sie nicht sehen. Ah ja, doch, ich sehe sie hier. Moment, also, Und, okay. also Ja, die... das ist so ein... wir setzen die Software Robot Master ein, ist extrem zu empfehlen und ist ein... Ah, hier sieht man sie, sorry. Ist auch ein Riesenteil der Demokratisierung, die Sie gerade angesprochen haben. Singularitätenvermeidung und solche Geschichten. Sowas halt einfacher wird. Das ist jetzt ein Messeprototyp für LG Himax. Soll mal die Möglichkeiten des Materials zeigen. Das war eine relativ anspruchsvolle Geschichte. Das ist eine Schraube, eine U-Boot-Schraube, sage ich mal. Und da war die Genauigkeit halt für Robotik von größter Bedeutung. Die wird aber nicht aus Holz im Meer eingesetzt, oder? Das ist ein Urmodell. Also das ist quasi das, wo das Gussmodell, auf dessen Grundlage das Gussmodell gemacht wird. Also die kommt ja aus Strömungssimulationen und liegt dann nur als 3D-Modell vor. Und irgendwo muss ja die zwischen virtueller Realität und echter Realität irgendwo mal die Schnittstelle kommen. Und das passiert tatsächlich mit so einem Holzmodell. Und da werden auch andere Geometrien möglich, die man sonst vielleicht mit einem 3D-Druck machen würde. Man hat den Tisch gesehen, mit dieser Wabenstruktur. Das ist, glaube ich, so was Typisches, so ein Messeexponat, wo man einen 3D-Drucker demonstriert. Und Sie haben das aus einem soliden Stück Material. Nee, das wurde erst verformt, so dass sich quasi die Höhlenstruktur ergibt. Und dann wurden da halt diese Voronoi-Zellen rausgefräst. Interessant, ja, okay. Vielen Dank. So, zum Abschluss von dieser kleinen Vorstellung, ich glaube, man hat durch die Bilder einen ganz guten Eindruck gekriegt. Die Robotik bringt die Holz- und Möbelindustrie voran, weil... Die Robotik bringt die Holz- und Möbelindustrie voran, weil die Arbeitskraft ein immer rareres Gut wird und auch die körperliche Entlastung der Mitarbeiter im Vordergrund stehen soll. Ja. Das ist Ihre Zukunftsperspektive. Dann hatten wir noch einen kleinen, ich glaube, einen kleinen Film noch, wo ein Low-Cost-Roboter eingesetzt wird. Den wollten wir noch kurz zeigen. Genau. Soll das kommentiert werden oder wollen wir das einfach laufen? Können Sie gerne kommentieren, ja. Ich kann vielleicht ganz kurz danach was dazu sagen. Ich finde die Musik so schön. Das war gerade Niklas, einer unserer Star-Lehrlinge der letzten Jahre. Ist jetzt schon direkt auf dem Weg zum Meister und Betriebswirt. Der macht so ein triales Studium bei uns. Und programmiert Roboter. Und programmiert ab und zu Roboter, ja. Das war so ein Lehrlingsprojekt, das haben die alle gemeinsam gemacht. Also Fruitcore Robotics, wir haben eine Tochterfirma, das ist die Eigensteller Systemlösung GmbH. Die ist halt Händler und so, ich sag mal, Systemintegrator für handwerksnahe Automatisierungsdienstleistungen. Und da verkaufen wir halt die Hörste, sag ich mal, also die Fruitcore-Roboter. Das war einfach ein Experiment. Da haben wir denen einen original verpackten Horst unserem Team von Lehrlingen gegeben und gesagt, realisiert mal so eine Aufgabe und wenn ihr nicht weiterkommt, kommt ihr bitte zurück und fragt. Und Sie haben nicht kam gefragt. nicht zurück. Okay, haben Sie einfach gemacht. Wir haben gemacht und das spricht, glaube ich, auch für die relativ revolutionäre Steuerung von diesen Fruitcore-Robotern. Okay, vielen Dank, Herr Eigenstädter. Dann kommen wir zu Herrn Kleinschmidt von Yaskawa. Yaskawa ist einer der ganz großen Industrieroboterhersteller der Welt, sehr bekannt aus Japan, hat jetzt aber auch eine große Produktion in Europa. Ja, richtig. Ja. Hat auch viel Kompetenz in der Holz- und Möbelindustrie. Ja. Ja. Wollen Sie kurz Yaskawa vorstellen, was Sie im Bereich Holz- und Möbelindustrie machen? Ja, im Bereich Holzindustrie beliefern wir nicht nur in Deutschland, auch in Italien die größeren Anlagenhersteller, Systemintegratoren. Und hier decken wir das gesamte Produktspektrum vom Fräsen, Händeln bis hin Furnierhändeln, Kleben, decken wir damit alles ab. Und können hier im Video sieht man zum Beispiel auch einen Doppelarm im Einsatz bei der Montage von einem Möbelstück, wobei hier der Doppelarm noch an einem größeren PL
angebracht ist, um hier die Reichweite zu gewähren. Ja. Ist ein interessantes Projekt, was wir realisiert haben. Hat auch viel Spaß gemacht, weil hier kommt es ja auch darauf an, wie ein Mensch zu arbeiten, die zwei Hände zu benutzen, zu verschrauben, zu montieren. Also war eine sehr interessante Anwendung. Ja, es sieht faszinierend aus mit den zwei Armen. Ja, aus wie ein Mensch. Ja, fast schon wie ein Mensch. Ne? Das ist Ja, wir hatten das ja auch mal da stehen und dann war oben drauf ein Bildschirm, so dass er fast ausgesehen hat wie ein Mensch. Also mit Gesicht quasi. Mit Gesicht, ja, ja. Wenn Sie den Satz vervollständigen, die Robotik bringt die Holz- und Möbelindustrie voran, weil? Würde ich mich dem Herrn Eigenstädter anschließen, wegen Personalknappheit, Produktivitätssteigerung. Es gibt auch Bereiche, wo ein Roboter dann auch mannlos in der Nachtschicht arbeiten könnte. Das sehen wir dann auch in Zukunft. Und ein weiterer Punkt, den wir sehen, ist Internet, also die Industrie 4.0, wo Daten direkt vom Hersteller auf den Roboter geschickt werden, um das Teil zu produzieren und der Auftrag dann auch abgeschlossen wird. Was war das für ein Produkt gerade? Was da gerade zusammengebaut wurde? Das war ein kleines Möbelstück, das war nur so für den Hersteller dort. Der hat es getestet und nachher auch in der Produktion eingesetzt. Schön. Vielen Dank, Kleinschmidt. Dann kommen wir zum dritten Experten hier in unserer Talkrunde. Das ist Achim Gauss, Geschäftsführer der Zimmer Group. Die Zimmer Group ist eine Hightech-Schmiede, berühmt für Greifer und andere Dinge, aber ist, glaube ich, sehr stark auch für Greiftechnik bekannt. Aber wie wir sehen, werden auch mit sehr viel Anwendungs-Know-how und Integrations- und Lösungskompetenz. Herr Gauss. Okay, die Firma Zimmer ist ein Familienunternehmen. Wir beschäftigen zwischenzeitlich 1200 Mitarbeiter, sind global aufgestellt. Man kann sagen, wir sind auf allen Kontinenten unterwegs mit Eigengesellschaften oder Vertriebspartnern. Ja, unser Kerngeschäft ist der Automation, dazu gehören Greifer, aber letztendlich ist heute das viel mehr. Gerade im Bereich Robotik sind es diese Werkzeugwechsler, die man braucht, um irgendwelche Dinge vielleicht zu adaptieren und auch wieder loszulassen. Und es geht weiter über Klemmbremselemente, über Motoren für Fräszender. Ein sehr breites Spektrum, einschließlich sehr komplexen End-of-Arm-Tooling. Was wir hier in diesem Film, der da gerade läuft, sehen, war dann die Aufgabe eines Kunden dann zu sagen, okay, ihr habt die Erfahrung in der Automation, ihr macht Greifer, aber wir haben auch gesehen, ihr habt viel Know-how im Bereich Robotik. Es liegt doch nahe, dass ihr uns vielleicht mal helft, das zu lösen, was die Großen nicht wollen. Und dann ist halt die Aufgabe auf uns hergekommen, macht doch mal eine Roboterbearbeitungsmaschine. Da ich eben 20 Jahre in der Holzbearbeitung unterwegs war und ich weiß, was das dann bedeutet, habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Also wir sind Komponentehersteller, meine Chefs, die lynchen mich. Aber ich habe den Kunden in dem vorhergehenden Job jahrelang betreut und der hat gesagt, nee, also so leicht kommst du mir da nicht weg. Und dann haben wir zu Hause gesprochen, haben das dann als die Chance oder Motivation, so wie bei mir Eigenstädter, Robotik, was Neues, okay, lass es uns machen, wir lernen ja auch dazu. Und tatsächlich, also wenn man mal so formuliert, wir werden ja eigentlich kein Programmierer. Und wir sind dann gestartet, heute sind es 15, die daran arbeiten. Und wir sind jetzt in der Lage, praktisch vom MES-System, sprich der Kunde beschreibt sein Verkaufsprodukt und aus dem Verkaufsprodukt Losgröße 1 so eine Anlage zu steuern, zu entwickeln und das dann letztendlich nicht mehr mit konventioneller Bearbeitung, sondern ausschließlich über Roboter, von der Beschickung, über die Bearbeitung bis zur Abstapelung und dann eben auch die Möglichkeit, es in der Montage mit zu unterstützen, also Beschlag setzen. Kann man natürlich dann auch weitergehen, wie wir es gerade gesehen haben, vielleicht in die Endmontage. Aber momentan fokussiert jetzt in der Anlage sind jetzt 3 im Laufen, wie gerade auch gesagt, 7 Tage,
Vierschichtbetrieb, rund um die Uhr und das bei Losgröße 1. So, dann schließen wir Ihre Kurzvorstellung auch mit dem Satz ab, den Sie bitte vollenden. Die Robotik bringt die Holz- und Möbelindustrie voran, weil... Ja, sie stellt es ein bisschen auf den Kopf. Also wenn man früher die Holzbearbeitungszentren geschaut hat, dann haben die meisten letztendlich kartesische Beschick- und Abstapelgeräte gemacht. Die Anforderungen gerade über Losgröße 1 werden eben flexibler. Man muss sich mehr auf die von groß bis klein anpassen. Und die ergonomische Betrachtung, also Belastung vom Bedienpersonal, führt dazu, dass Roboter einfach Handhabungsaufgaben übernehmen. Aber der Mensch ist ja ehrgeizig und ich sage, es gibt immer mehr Bereiche, die ja am Ende bis zum Altersheim gehen, wo man letztendlich den Roboter einsetzt. Also wir spüren das über die Cobot-Geschichte, aber auch Industriegeschichte, dass einfach es so viele Ideen gibt und jeder spricht von einem Roboter, der 98 bis 100% Verfügbarkeit hat. Das haben die konventionellen Maschinen einfach nicht. Und das war auch in dem besagten Fall, der Kunde wollte eine Maschine, die beherrschbar ist, und beherrschbar im Sinne nicht nur das zu programmieren, sondern eben von der Verfügbarkeit und das über den ganzen Lifecycle Betrachtung. Und das hat dazu geführt, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, das wird in vielen Bereichen noch die Möbelindustrie, aber im Prinzip der ganzen Branche einen Aufwind geben mit innovativen neuen Ideen, wie man vom Handling auch Bearbeitung und ich sage mal Verarbeitung von Möbeln, wie wir es jetzt gesehen haben, der Montagetechnik beflügelt und neue Ansätze bietet. Vielen Dank, Herr Gauss. Wir steigen ein in den lockeren Talk, also gerne auch reagieren, spontan auf Fragen. Und das erste Themenfeld ist Robotik im Handwerk, Robotik in KMU, also kleinen Mittelunternehmen. Da würde ich jetzt mal Herrn Eigenstädter direkt fragen. Also Sie haben ja Ihre Reise in die Robotik fing ja schon vor 6, 7 Jahren, glaube ich, oder so an. Grob 9 haben sich einen großen Industrieroboter in die Schreinerei gestellt. Ich glaube, es war auch die Zeit, wo Alternativen, die besonders einfach bedienbar waren, noch gar nicht so am Markt verfügbar waren. Es ging gerade los. Mich würde mal interessieren, also wie haben Sie den Einstieg bewältigt? Also Sie haben ja auch den Roboter quasi Mitarbeiter vorgesetzt und hat gesagt, mach mal, und hatte der Angst? Nee, sowas nicht. Wie war das? Vorgesetzt wird bei uns gar nichts. So. Okay. Also, es gibt keine Vorgesetzten, nur Kollegen, und es wird auch nichts vorgesetzt. Also wir haben das schon irgendwie gemeinsam diskutiert, anders geht es auch, glaube ich, nicht. Und ohne die Motivation der einzelnen Leute, sich da mit reinzuknien und da mit auf diese Reise zu gehen und da neugierig zu sein und auch das Maß an Energie mit reinzustecken. Die waren schon neugierig drauf, die hatten schon Lust drauf, als der Roboter kam. Ja, und vor allen Dingen ist es ja ganz enorm. Man hat ja in so einem Unternehmen oft das Problem, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist. Man kriegt ja irgendwie nichts isoliert bewegt, auch wenn man gerne eine Optimierungsgröße gerne getrennt mal betrachten würde und vielleicht optimieren würde. Das hat aber auch den Vorteil, dass wenn man eine Sache wirklich extrem voranbringt, dass dann auch das wie so ein Netz ganz viele Sachen nachgezogen werden, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Also wir haben ja gelernt, einen Roboter zu programmieren auf eine effiziente Art und Weise mit einer komplett geschlossenen CAD-CAM-Kette, also vom virtuellen Teil über den maschinenneutralen Werkzeugweg bis zur Roboteroptimierung und bis zum Roboterprogramm. Und genau auf diesem Weg können wir jetzt zum Beispiel unsere konventionellen Bearbeitungszentren der Firma HOMAG auch viel mächtiger als jetzt viele Wettbewerber programmieren. Ja? Jetzt haben Sie eigentlich einen Wettbewerbsvorteil gewonnen, der nicht nur die Robotik betrifft, sondern auch, sagen wir mal, klassische Maschinen, die im Handwerksbetrieb sind eingesetzt. Also das Fähigkeiten- und Fertigkeitsprofil, was notwendig war, um jetzt diesen Roboter zu beherrschen, hat uns auch in so vielen Feldern vorangebracht. Gar nicht nur in der Robotik. Genau, so viele Selbstverständlichkeiten mit nachgezogen, dass wir inzwischen ganz Engineering stark sind, dass wir halt dieses klassische Handwerks-Know-how zum Beispiel in Möbelengineering einfließen lassen können und nur noch die Prototypen machen und teilweise auf großen Durchlaufanlagen die Sachen fertigen können, weil wir eben
diese 3D-Modelle relativ im Vorbeigehen miterzeugen. Man redet ja oft von Low Volume, High Mix, also dass man geringe Losgrößen hat, manchmal auch nur Losgröße 1. Der Handwerksfluch. Spielt schon eine große Rolle bei Ihnen, oder? Absolut. Also das ist ja das, was das Handwerk einspannt. Ja? Und wie geht es mit den Robotern, die Sie heute haben, das zu realisieren? Also sind die schon da oder muss man da noch weiter dran arbeiten? Nee, die sind da, aber wir im Moment, wir missbrauchen ja sozusagen so einen Roboter wie ein Bearbeitungszentrum. Es ist ja jetzt keine Durchlauffertigung. Das erweitert jetzt eher den Scope unserer Fertigungskompetenzen als jetzt die Ökonomie. Also wir werden ja nicht... Ja, also Roboter ist ja nicht gleich Roboter. Ein Lackierroboter auf einer Autofertigungsstraße, das ist ja alles auf hohe Volumina, höchste Effizienz ausgerichtet. Ja. Ist ja bei uns nicht so. Ne? Bei uns fräst der halt ein Teil und der Roboter ist bei uns eine Maschinenbasis, die sehr große Bearbeitungsräume zu relativ geringen Kosten ermöglicht. So muss man das ganz klar sagen. Sehr flexible, freie Formen. Freie Formen, das kann ja ein kartesisches Bearbeitungszentrum auch, wenn man so will. Also ohne da jetzt widersprechen zu wollen, aber das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal ist, dass ein sehr großer Bearbeitungsraum mit einer relativ kostengünstigen Maschine erreicht werden kann, weil eben im Gegensatz zu einer kartesischen Maschine, die halt nach kartesischen Achsen verfährt, der Arbeitsraum nicht komplett umbaut werden muss. Der Roboter sitzt halt in der Mitte seines Arbeitsraumes und bearbeitet den Raum, der ihn umgibt. Wenn man sich jetzt ein klassisches Bearbeitungszentrum vorstellt, da ist der gesamte Arbeitsraum vollständig umbaut. Und das macht es natürlich konstruktiv alleine schon viel, viel teurer. Und diese Roboter, die jetzt einfach programmiert werden können, wie der Horst vom Fruitcore Robotics, was jetzt, ich glaube, viel Furore macht im Markt, weil es auch ein Low-Cost-Roboter ist, der sehr gut programmierbar ist. Vielleicht noch nicht genug, vielleicht, würde ich sagen. Ist bei kniffligeren Anforderungen nicht doch die alte Schule gefordert, also richtig von Hand programmieren, also dass man mit den einfachen Ansätzen bestimmte Dinge machen kann? Kann man überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, das Teachen ist tot, muss man ganz sagen. Das Teachen ist tot im Wasser. Also das wird auch nicht zurückkommen. Also jeder, der nicht konsequent den Weg der Offline-Programmierbarkeit geht, das wird die nächste Generation überhaupt nicht mehr machen wollen. Jeder, der es einmal anders gesehen hat, für den ist es nicht nachvollziehbar, wie das mal sein konnte. Und jetzt bei dem Themenfeld noch eine Frage an Sie, kommt gleich zu den anderen Teilnehmern auch. Wir reden oft davon, dass Robotikeinsatz im Handwerk und bei kleineren Unternehmen sowas wie eine Nachtschicht ermöglicht, also dass man gar nicht im Betrieb 3 Schichten oder Schichten arbeitet, aber so die Idee, naja, der Kollege Roboter, der macht es schon, also ich drücke dann aufs Knöpfchen, gehe nach Hause um 17 Uhr und morgens ist alles erledigt. Spielt das eine Rolle, Nachtschicht, oder arbeiten Sie nicht bei der Tischlerei Eigenstädter damit? Bei uns wäre es schön, ist aber überhaupt noch nicht Realität. Also gerade dieses Low-Volume, High-Mix, da ist es, also es ist auch noch nicht mal am Horizont, würde ich sagen. Also es ist wirklich, ja, mannloser Betrieb erfordert im Moment sehr begrenzten Lösungsraum in den Teilen, in meinen Augen. Okay, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Themenfeld, und zwar Robotik ist natürlich auch, spielt eine große Rolle natürlich auch in der Massenfertigung, also in der Großserienfertigung. Gibt sicherlich klassische Einsatzgebiete, wo das schon sehr verbreitet ist, schon sehr lang, aber eben auch neue, wo es noch nicht der Fall ist, wo wir jetzt neue spannende Entwicklungen haben. Also Herr Kleinschmidt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Massenproduktion von wirklich großen Kunden schauen, also sagen wir mal Ikea oder so, ja, wirklich große Massenproduktion, also wie viel ist dort schon automatisiert? Ich gehe davon aus, dass es hochautomatisiert ist. Aber wie ist da der Beitrag der Robotik schon in der Automation? Also die Automation ist da sehr hochautomatisiert. Da wird mit Robotern vom Handling, vom Abstapeln bis in die Maschinenzuführung und nachher wieder abpacken in die Kartonagen. Nehmen wir mal Billigregal, kennt jeder.
wird in einem Karton geliefert und es wird dann am Ende der Linie komplett im Karton verpackt und dann ausgeliefert. Und auch da ist dann ein Roboter im Einsatz, der den gesamten gepackten Karton nimmt und abstapelt. Also gut durchorganisiert, durchautomatisiert an dieser Stelle. Welche Painpoint, also Schmerzpunkte gibt es noch, so neuralgische Punkte, heute bei solchen Produktionen, die doch größere Stückzahlen machen, wo schon viel automatisiert ist, wo der Roboter jetzt reinkommt und irgendwo, sagen wir mal, so ein Gamechanger sein könnte, ne? Ja, das ist richtig. Bislang noch nicht. Was sind da spannende Beispiele? Die spannenden Beispiele sind hier Personal. Ich meine, man hat jetzt eine hochautomatisierte Fertigung, aber man benötigt auch das Personal, um diese Fertigung zu betreiben. Wir haben also schon an manchen Stellen gesehen, dass Personal da ist, aber das Personal hat sich mit dieser vollautomatisierten Linie nicht richtig identifizieren können. Da fehlt komplett die entsprechende Ausbildung und da muss nachgearbeitet werden. Also vollautomatisiert, ja. Personal, um diese Linie zu betreiben, muss natürlich auch da sein. Also das sehe ich als einen der größten Schmerzpunkte an. Herr Graus, wo sehen Sie die Schmerzpunkte, die man jetzt durch zum Beispiel Knickarm-Roboter-Einsatz lösen könnte? Ich denke, der Eigelstädter hat es vorher gesagt. Wenn man so einen Technologiesprung in eine neue Art der Fertigung macht, dann ist es nicht, ich nehme das und setze es da rein, wo es schon immer war und versuche damit zu arbeiten. Ich muss dann auch meine Umfeldorganisation ändern. Ich muss mir überlegen, wie ich effizient zu den Produktionsdaten komme. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, dass man die Tools, den Workflow geändert hat, wie man zum Programm kommt. Und ich denke, wenn so die Frage immer wieder kommt, kann der Roboter das überhaupt? Dann darf man nicht vergessen, in vielen Bereichen, wo man jetzt über Jahrzehnte über eine CNC-Maschine oder eine Durchlaufmaschine die Arbeitsprozesse optimiert hat, das heißt, man muss sich dann auch mit dem Prozess beschäftigen, was man dann braucht. Und beispielhaft, ich kann nur jetzt von meiner Erfahrung sprechen, wenn man jetzt Woodwop von Homag oder IMAWop für CNC-Bearbeitung denkt, dann sind da Jahrzehnte drin, wie man automatisiert über grafische Bedienoberfläche zu Bearbeitungsprogrammen kommt. Wenn Sie das von Hand programmieren wollen, dann gehen Sie frühzeitig in Rente. Sie brauchen diese Tools. Und die Kunst ist jetzt, diese Tools morgen zu benutzen, dass ich diese eingeübten Tools, also sprich G-Code-Programmierung, einfach dem Roboter auch beibringe, dass er das dann kann. Das heißt, es hat sich ja schon gezeigt, die Roboter gibt es dann mit der CNC-Steuerung und man muss jetzt einfach nur noch dem Roboter diese, sagen wir, anwendungsspezifische Arbeitsinhalte beibringen und nach Möglichkeit, die vorher 20 Jahre investierte Zeit nicht zu verlieren. Und das wird dann nochmal den Schub gehen. Und dann braucht man natürlich Roboter, die genau sind, die man dann nicht künstlich genau machen muss. Man kann das, wir haben ja vorher mal drüber gesprochen. Wie geht es dann durch Bildverarbeitung, durch Nachjustieren? Also es ist eine Art mechanische Ungenauigkeit, die man dann mit IT genau macht? Oder da gibt es sehr viele Möglichkeiten aus meiner Sicht. Also entweder macht man das über so eine Kompensation, viel Aufwand, Matrix. Man muss den Raum vermessen, man kompensiert, man kann dort in jedem Punkt die Steifigkeit und die Genauigkeitstoleranzen dann ausgleichen. Am Ende kommt was Vernünftiges raus. Wenn man aber das in eine CNC umwandeln möchte, also sprich man möchte wirklich konturgetreu, nicht nur, sagen wir mal, punktgenau irgendwo was machen, dann ist das nochmal eine größere Herausforderung. Da würde ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass es Roboterhersteller gibt, die sich mal wirklich mit einem genauen Roboter beschäftigen. Also schon mechanisch, genau. Ich sage, wir haben den nicht gefunden, deswegen entwickeln wir jetzt gerade selber einer. Okay. Der dann aber eben, die Achsen müssen dann im Direktwegsystem haben, dass man es dann auch 100% wie eine CNC-Maschine kompensieren kann. Und wenn man dann sieht, welchen Freiheitsgrad ein Roboter hat, das hat keine andere Maschine. Ja. Wenn man alle 6 Achsen nimmt, das in einem sehr intelligenten
End-of-Arm-Tooling. Dem einen Film haben wir gesehen, das sind 48 Bearbeitungsmöglichkeiten in einem Kopf. Wenn Sie das auf einer Maschine machen wollen, dann müssen Sie ein paar Mal wechseln. Das passiert da nichts mehr, da wechselt niemand. Da wird nur der eine und der andere Prozess aufgerufen. Und diese, sag ich jetzt mal, Integrationsfähigkeit und die Potenziale von einem Roboter, die sind aus meiner Sicht unerschöpflich. Und das macht dann den Trieb aus meiner Sicht für die nächste Generation, spreche ich mal so. Also ich würde auch nicht mehr alles miterleben, aber das ist die spannende Aufgabe, die Roboter für diesen Mehrwert weiterzuentwickeln und die Potenziale zu schöpfen. Und dann ändert es nicht nur, der Roboter löst eine CNC-Maschine ab, sondern die ganzen Möglichkeiten, Aufspanntechnik, Transport, das Umfeld für den Roboter muss man auch so adaptieren, dass das zum wirtschaftlichen Mehrwert wird. Und wenn das jemand begreift, dann glaube ich, gibt es so viel Innovationspotenziale, dass manche, die sagen, der Roboter wird es nie können, irgendwann aufwachen und das auch merken, dass es geht. Also maschinelles Fliegen sieht nicht so aus, dass ein Flugzeug mit den Flügeln schlägt. Mhm. Ne? Das ist ein ganz gutes Bild, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich will maschinelles Fliegen entwickeln, dann muss ich was... Die ersten haben es aber so versucht. Die ersten haben es so versucht, das ging natürlich total daneben. Also ich brauchte diesen Fantasiesprung, um was technisch Umsetzbares, was auch dem Medium, mit dem ich umsetze, gerecht wird. Und das ist halt genau das, dass man den Prozess komplett neu denken muss, dass man das halt für einen Roboter auch machbar machen muss einfach, ne? Ja. Und dann hat man ein Flugzeug und das funktioniert. Der Roboter ist dann auch nicht mehr der Streitpunkt, löst der Roboter den Arbeitsplatz ab. Der Roboter unterstützt den Menschen bei seiner Tätigkeit. Ja. Und das ist die Ergonomie-Thematik, die dann da auch zum Tragen kommt. Ja gut, das sieht man ja, da wo ganz besonders viele Roboter eingesetzt werden, gibt es ganz besonders wenige Arbeitslose. Also das haben wir immer wieder gesehen. Also ich sag mal, im Moment sind wir auch wirklich, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass wir im Moment auf einem technologischen Stand sind, wo der Roboter Arbeitsplätze ersetzt, die nicht erhaltenswert sind. Ja. Weil wenn ich einen Arbeitsplatz habe, den im Moment ein Roboter voll einfach ersetzen kann, dann ist es auch kein schöner Arbeitsplatz. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Das ist die Abschlussfrage, das ist nämlich ein schöner Ausblick, gesellschaftspolitisches Thema. Das Thema ganz kurz, Mass Customization. Also ich habe so den Zielkonflikt, entweder ich mache eine Serienfertigung, enorme, große Stückzahlen, billig, aber immer dasselbe, 100.000 Mal. Oder ich habe eine individuelle maßgefertigte Sache. Und jetzt gibt es ja auch schon Online-Anbieter, man kann sich ein Regal sogar schon irgendwie konfigurieren und es wird dann produziert. Ja. Also diese Idee, dass man das irgendwie, diesen Zielkonflikt auflöst und fast zu einem Produkt, was für ein Massenproduktpreis ist, ein individualisiertes liefern. Ich glaube, das war bei den Küchen, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Aber das ist schon ein alter Hut. Also, dass die Mass Customization oder Individualisierung des Möbelstücks ist überall in allen Branchen angekommen. Dazu brauchen wir den Roboter an sich, den Knick am Roboter. Den brauchen wir dazu nicht. Das heißt, es ist Automatisierung pur. Und ohne das, kann ich nicht den wirtschaftlichen Aspekt ein Losgröße 1 Teil zum Kundenwunschpreis herstellen. Und die Kunst ist, den Roboter da dafür jetzt mit einzusetzen und dann zu befähigen und das Umfeld dafür zu schaffen. Herr Kleinschmidt, noch eine Frage an Sie. Und zwar, also man setzt ja Roboter ein, um Kosten zu sparen, Produktivität zu erhöhen, gleichzeitig um Qualität zu verbessern. Jetzt in der Holz- und Möbelindustrie, also wo ist mehr drin durch so einen verstärkten Robotereinsatz? Geht es mehr um Kosteneinsparung, also Produktivitätssteigerung einerseits, oder geht es mehr noch um Qualitätssteigerung? Das eine geht mit dem anderen daher. Das ist in erster Linie Produktivitätssteigerung. Steht schon im Vordergrund. Ja. Das steht schon im Vordergrund und natürlich auch die Qualität. Weil die Arbeit wird immer wieder, man kann fast sagen, stur immer wiederholt. Und wenn ich jetzt auf Losgröße 1 gehe, gut, der hat seine Arbeit vorprogrammiert und die fährt der ab. Und mehr ist da nicht. Okay. Die Fehlerquote ist einfach reduziert. Der Mensch
wird irgendwann müde, träge, da schläft was ein. Der Roboter schläft nicht, der macht halt das, was man ihm beigebracht hat, immer in der gleichen Qualität. Ja, richtig. Und dann 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. So ist es. Unerschöpfbar. Unerschöpflich, ja. Zumindest Jaska was. Richtig. Kommen wir nochmal zum nächsten Themenfeld, die Erweiterung von Fähigkeiten der Robotik und Automation. Also einerseits haben wir natürlich die kollaborativen Roboter, wo der Mensch und der Roboter Hand in Hand arbeiten kann. Da ist Sensorik drin, ist so gebaut, dass es nicht gefährlich ist. Überhaupt viel mehr Einsatz von Sensorik, dass der Roboter lernt zu sehen durch Bildverarbeitung, durch Kameras. Was der Roboter ist der Arm, Steuerung ist Gehirn und die Kamera und die Bildverarbeitung ist das Auge dieser Maschine. Dann haben wir sowas wie KI, also Predictive Maintenance, Machine Learning, dass man sich selbst optimierende Systeme baut. Ja, und dann auch noch vielleicht auch sowas wie der digitale Zwilling, also die Virtualisierung. Bevor ich was baue, mache ich es erstmal im virtuellen Raum. Man hat es auch bei Ihrer Slideshow vorhin gesehen, Herr Eigenstädter. War schon so ein digitales Modell von einer sehr komplexen Form. Und dann hat man gesehen, wie das dann... Das ist, was man mit virtuellen Zwilling meint. Also da meint man ja eigentlich, dass man, ich sag mal so wie BIM auf dem Bau, Komponenten mit ihrer komplexen oder mit ihrer gesamten Fähigkeit abbildet und erstmal schon zu einer Maschine zusammensetzt, dieses gesamte System. Also sieht, ob es Kollisionen gäbe, was funktioniert, wie alles das ist ja das, was man Takt man erreichen kann. Arbeiten Sie damit schon, oder? Ja, aber also ich sag mal, die reine Kinematik-Simulation, das ist was schon sehr Altes. Ne? Das ist aber, glaube ich, nicht das, was man unter dem Schlagwort jetzt virtueller Zwilling versteht, auch wenn man sich die virtuelle Inbetriebnahme vom ganzen Engineering vom Anfang bis zum Ende, ja. Dass man halt eine komplette Abbildung jeder Komponente einer ich meine, das Spannende wird, wenn das mehrere tun, nicht einzelne. Genau, das wenn man jetzt, wir machen das mit dem gleichen, wo man da, oder man kann das ja sagen, also es gibt in Stuttgart eine Firma, die beschäftigt sich mit der Digitalisierung, die beschäftigt sich mit digitalen Zwillingen und es fängt ja eigentlich schon an, wenn man die Idee hat, also wie komme ich von der Idee zu der Maschine. Und wenn man jetzt zum Beispiel betrachtet, Sie haben vorher gesagt, Homag, wenn da eine Anlage unten der Halle steht und die würde 20 Millionen kosten und Sie brauchen ein Jahr, um dann die Inbetriebnahme abzuschließen, dann kostet es ziemlich viel Kapital. Wenn Sie aber über einen digitalen Zwilling die Prozesse schon vorher alle klären können, wenn Sie die Inbetriebnahme damit deutlich verkürzen können, wenn Sie in der Akquise den Kunden schon zeigen, was er bekommt, dann können Sie natürlich in allen Ebenen bis hin zum Lifecycle später, also im Service, bei Retrofit, diesen Nutzen ziehen. Und ich denke, dass die Revolution jetzt so weit kommen wird, oder eigentlich ist es eher eine Evolution, dass wenn jetzt alle Komponentenhersteller mit ihrer Komponente nicht nur mehr ein 3D-Bild liefern, sondern die 4. Dimension, das Verhaltensmodell mitgeben, und man das so ausbaut, dass es wie ein Puzzle aussieht. Sprich, ich nehme die Komponente, stecke die alle zusammen. Und an der Schnittstelle ist nicht nur die Mechanik, dass sie passt, sondern auch die Information. Dann sind sie um Welten schneller bei der Inbetriebnahme. Und dann geht die Post ab. Und dann, idealerweise müsste man da noch einiges standardisieren. Aber es gibt schon Projekte, wo man dann nicht mehr vom Amazon spricht, sondern vom Amazon im Maschinenbau. Und dann gibt es fertige Module von unterschiedlichen Herstellern, sei es ein Greifer, sei es Sensorik, sei es Transportsysteme. Und dann gibt es sagen wir mal, Leute, die was vom Geschäft verstehen, aus ihrer Branche, und die bedienen sich dann diesem Baukasten. Und dann haben sie dann so ein Beispiel, einen Twin Store, wo sie von unterschiedlichen Komponentenlieferanten, Roboterhersteller, diese sagen wir mal, einzelnen Module bekommen, und ruckzuck sind sie dann bei einer Anlage, wo sie vorher
12 Monate konzipieren und 12 Monate dann betreiben, bis das nächste Modell kommt. Und heute sollte eigentlich so ein Engineering vielleicht in 6 Wochen abgeschlossen sein, einschließlich dem, dass ich Dinge zusammenstecke. Und dann läuft so ein Montageprozess. Und vorher machst du da Monate rum. Ja gut, aber dazu gehört aber auch, dass vorher der ganze Prozess sauber geplant ist. Klar. Wir sehen es ja bei uns in den Anlagen, wenn wir die planen, ist der Planungsaufwand natürlich enorm. Wir müssen ja alles aufeinander abstimmen. Jedes Zukaufteil, jede Form, die bearbeitet werden muss, muss abgestimmt werden. Dann geht es in 3D-Software, wird simuliert. Und der nächste Schritt ist, dass wir hier einen digitalen Zwilling haben mit einer kompletten Offline-Programmierung, die wir aus der Software natürlich sofort auf die Robotersteuerung hochschieben können. Und dann ist mit Programmieren in dieser Form eigentlich nichts mehr. Da ist nichts mehr, ne? Also wir haben ja jetzt schon, was wir nennen, iCube Mechatronics. Das ist so etwas, womit ich Daten aus Robotern auslesen kann die weiterverarbeiten, vorbeugende Wartung, kann dann auch in der Endausbaustufe auch anhand von den Artikelnummern bei Bedarf, wenn zum Beispiel geschmiert werden muss oder ich brauche Ersatzteile, kann ich sie sofort dann auch beziehen. Bis dahin wird das gehen. Und so, wir haben noch ein Themenfeld, kurz bevor wir zum Abschluss kommen, was mir noch am Herzen liegt. Insofern würde ich noch mal ganz kurz auf die Thema Arbeitswelt der Zukunft, Zukunft der Arbeit kommen wollen. Haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Die europäische Robotikindustrie hat Anfang des Jahres ihre Charta der guten Arbeit, The Robotics Industries Good Work Charter, veröffentlicht. Und dort sagt sie, dass die Robotik unendlich viele Möglichkeiten bietet, Arbeitsplätze zu verbessern. Ja? Und dass diese Veränderungen, die jetzt dort stattfinden, aber aktiv angegangen werden müssen. Also man kann es nicht laufen lassen, man muss es bewusst Arbeitsplätze gestalten mit Robotern, die den Menschen ins Zentrum stellen, also humanzentriert quasi planen. Und deshalb wollte ich Sie jetzt einfach mal fragen, der Reihe nach, was machen Sie, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen mit einer Robotiklösung? Herr Kleinschmidt. Ja, wenn ich da direkt auf die kollaborativen Roboter gehe, die dem Mensch, dem Bediener direkt die Materialien anreichen, wenn er hier zum Beispiel wie in dem einen Film mit Schubladen zusammenbauen, dass er eben die Seitenwände anreicht, die Teile einbaut, weil er muss sich halt nicht 200, 300 Mal am Tag bücken und hebt jedes Mal vielleicht 1 Kilo. Geht ja auf die Dauer auch. Gibt auch Tonnen. Gibt dann auch zum Schluss Tonnen, ja. Also da würde ich sagen, das steht in Zukunft im Vordergrund. Herr Eigenstädter, was machen Sie, um den Menschen im Mittelpunkt zu stellen? Alles. Nee, bei uns ist es per Definition von Anfang an so, da brauchen wir gar nichts tun. Also bei uns ist es ja ganz klar so, dass ein Roboter einfach nur der Fantasie Flügel gibt und ansonsten einen starken Arm zur Verfügung stellt, dass man eben gefährliche oder sehr schwere Sachen nicht mehr selbst machen muss. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt frei geformte Sachen, wenn man das irgendwie konventionell macht, dann ist man immer ja irgendwie in Kontakt mit Fräswerkzeugen, die im Zweifel im Holz ihre Arbeit tun, aber im Fleisch nichts zu tun haben. Und man ist natürlich mit einem Roboter deutlich weiter weg von der ganzen Geschichte. Also alleine sicherheitstechnisch bringt das schon einen Riesenvorteil. Und das, was am Ende möglich ist, wird natürlich beflügelt deutlich auch die erhöht. Menschen, oder? Ja, total, total. Ganz kurz noch, Herr Gauss. Wir machen Komponenten und die Komponenten sollen so intelligent sein, dass sie einfach zu integrieren sind. Sie sollen sicher sein. Und der Anspruch heißt für mich, dass im Prinzip die Robotik zu einem Werkzeug wird, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, auf das zu konzentrieren, was wirklich seiner Natur entspricht. Und das heißt nicht, schwere Lasten zu heben, Gefahren ausgesetzt zu sein, einfach sein Hirn zu benutzen, das ihm die Arbeit erleichtert. Ja, wir kommen zum Ende unserer Diskussionsrunde. Vielen Dank an die Leute hier auf dem Podium, die Experten. Mein Fazit, wir werden noch sehr, sehr viel mehr Roboter in der Holz- und Möbelindustrie sehen. Herzlichen Dank an Herrn Eigenstädter, Herrn Kleinschmidt und Herrn Gauss. Danke Ihnen. Dankeschön. Danke, Schwarzkopf.